herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, in 2 Tagen startet die Euro 2016 und deshalb dachte ich mir, backen wir heute einen lockeren und leichten Fußballkuchen, bestehend aus 2 Biskuitböden, einer Sahnefüllung mit Himbeeren und ein paar Verzierungen obendrauf. Als erstes trennen wir für den Biskuitboden 4 Eier in Eigelb und Eiweiß. Das Eigelb dann in eine Rührschüssel geben, etwa 75 Gramm Zucker dazugeben und dann habe ich hier so eine kleine Tube grüne Lebensmittelfarbe. Die Lebensmittelfarbe jetzt ebenfalls dazugeben. Und dann mit einem Mixer für etwa 4 bis 5 Minuten verrühren, bis sich die Farbe gut verteilt hat und die Eimasse schön cremig ist. Das Eiweiß anschließend in ein hohes Gefäß geben, eine Prise Salz dazugeben und dann mit einem Mixer steif schlagen. Währenddessen 50 Gramm Zucker einrieseln lassen und weiter mixen. Bis das Eiweiß steif geschlagen ist. Das steif geschlagene Eiweiß anschließend zur Eigelbmischung geben. Und außerdem 30 Gramm Speisestärke, 90 Gramm Mehl, und einen Teelöffel Backpulver, 7 und ebenfalls zum Teig geben. Zum Schluss noch etwas Zitronenschale einer unbehandelten Zitrone dazu reiben. Und dann alle Zutaten mit einem Schneebesen oder einem Teigschaber vorsichtig unterheben. Den Teig jetzt auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Gleichmäßig glatt streichen, sodass der Teig das komplette Blech ausfüllt. Und dann im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze etwa 10 bis 12 Minuten backen. Währenddessen ein sauberes Küchentuch auf die Arbeitsplatte legen. Dann mit etwas Zucker bestreuen. Den fertig gebackenen Biskuitboden jetzt vorsichtig auf das gezuckerte Küchentuch stürzen. Das Backpapier vorsichtig abziehen. Den Boden danach mit einem Messer
einmal halbieren und danach vollständig abkühlen lassen. Für die Sahnefüllung 2 Becher Sahne, zwei Päckchen Vanillezucker, und 2 Päckchen Sahnefest in ein hohes Gefäß geben und dann mit einem Mixer steif schlagen. Die Sahne danach auf einen der Biskuitböden geben . Und gleichmäßig darauf glatt streichen . Jetzt noch ca. 150 Gramm Himbeeren, tiefgekühlte oder frische, das ist ganz egal. Einfach auf der Sahne verteilen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch andere Früchte nehmen. Jetzt die zweite Biskuitplatte mit der grünen Fläche nach oben auf die Sahnefüllung legen und etwas andrücken und danach zur Seite stellen. Die Zitrone einmal halbieren und eine Hälfte mit einer Zitruspresse auspressen. Jetzt nach und nach Puderzucker zum Zitronensaft geben und mit einem Schneebesen klumpfrei einrühren. Dann wieder etwas Puderzucker dazugeben und weiter rühren, so lange, bis ihr einen richtig zähflüssigen Zuckerguss habt, so wie hier. Um den Zuckerguss später zu verteilen, brauchen wir einen Spritzbeutel oder so eine Spritze mit einer kleinen runden Lochtülle. Alternativ geht das auch mit einem Gefrierbeutel und einer kleinen abgeschnittenen Ecke. Die Tüllöffnung jetzt mit einem kleinen Streifen Tesafilm verschließen . Die Spritze dann in ein Glas stellen und jetzt den zähen Zuckerguss einfüllen . Die Spritze verschließen . Und dann können wir anfangen, ein Spielfeld auf den Biskuitboden zu zeichnen. Als erstes die Seitenlinien, schön langsam und gleichmäßig, damit alle Linien relativ gerade werden. Als nächstes die Mittellinie, dann den Strafraum, als erstes den 16 Meter Raum, dann den Fünfer, einen länglichen Halbkreis oberhalb des 16ers, und zum Schluss noch den Elfmeterpunkt. Das gleiche jetzt auf der anderen Seite wiederholen.
und dann in der Mitte einen Mittelkreis und als Eckfahnen nutze ich einfach so ein paar Länderflaggen. Jetzt fehlen nur noch die Feldspieler. Dafür einfach einen kleinen Klecks Zuckerguss an die gewünschte Stelle geben und dann ein Gummibärchen auf das Spielfeld kleben. Das Ganze könnt ihr jetzt für so viele Spieler wie ihr mögt wiederholen. Immer einen kleinen Klecks Zuckerguss auf den Biskuitboden geben und die Gummibärchen so einfach festkleben. Zum Schluss habe ich hier noch so eine kleine Schokoladenkugel, die wird ebenfalls mit Zuckerguss festgeklebt und soll den Spielball darstellen. Und dann sind wir fertig. Den Kuchen jetzt noch für etwa 30 bis 60 Minuten im Kühlschrank lagern und danach servieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.